Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der auferstandene Herr, der gute Hirt der Seinen, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Kinder, ich freue mich, dass wir heute wieder miteinander die heilige Messe feiern. Wir hören auf Jesu Stimme, wir feiern ihn als seine Gemeinde. Auf Abstand, aber mit noch größeren Freude. Darum herzlich willkommen. Alle Menschen brauchen die Erfahrung von Liebe und Geborgenheit. Wer nicht geliebt wird, kann auch selber nicht andere Menschen lieben. Gott hat uns aus Liebe erwählt und zur Liebe berufen. Jeder Mensch hat seine eigene Lebensgeschichte und Lebensaufgabe. Gott hat mit jedem von uns etwas Persönliches vor. Wie Sie vielleicht wissen, heute ist der Sonntag der geistlichen Beruf. Er wird auch Sonntag des guten Hirten genannt. Wir sind berufen, Jesu Stimme zu hören, zu erkennen und ihm nachzufolgen. Ebenso sind wir berufen, einander gute Hirten zu sein und uns gegenseitig den Weg des Friedens zu zeigen. So heute beten wir für die Gemeinschaft der Kirche, um gute Hirten und gläubige Menschen, die miteinander für die eine Herde sorgen, die von dem einen guten Hirten geführt wird. So zu Beginn dieser Eucharistiefeier bitten wir Gott um sein liebendes Erbarmen. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirt. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du kennst die Deinen und die Deinen kennen dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du suchst uns, wenn wir dich verlieren. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Lasst uns Gott, den Herrn, singen, hocherfreut, lasst uns heut Ehr und Dank ihm bringen. Heimat uns in Christi Namen, darum Geist, Sohn und Geist, mit dem Vater. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegerreich vorausgegangen als der gute Hirt. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahin gab, aus aller Not zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Hören wir eine Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel: Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus dieser verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurde ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Er führt mich sein
Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus: Amen, Amen. Ich sage euch, wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Kinder in Jesus Christus. Als ich einmal in der Kirche betete, da flog ein Vogel in der Kirche umher. Haben Sie das auch schon einmal erlebt? Man kann sich beim Beten nicht mehr konzentrieren. Die Augen gehen dorthin, wohin der Vogel flieht. Der Vogel flog in der Kirche gegen die hellen Fenster, weil er spürte, wo es hell ist, das ist auch irgendwie ein Herauskommen. Es stand auch eine Tür offen, aber der Vogel fand diese Tür nicht. Er hatte nur die Wahl, entweder er findet die geöffnete Tür und kann ins Freie fliegen, oder er verendet. Manchmal sind auch wir wie dieser Vogel in der Kirche, der eine geöffnete Tür sucht. Wir suchen besonders in Krisensituationen eine geöffnete Tür, die uns in die Freiheit führen kann. Jesus
ist für uns diese Tür. Er sagt im heutigen Evangelium, ich bin die Tür. Wer durch mich ein- und ausgeht, der wird Freiheit haben, der wird Weite haben, der wird ein erfülltes Leben haben. Die Frage an uns lautet, finden wir Jesus als unsere einzige Tür, die uns zur Freiheit und zu einem erfüllten Leben führen kann? Suchen wir seine Hilfe in unserem Alltag? Betrachten wir einmal die Menschen, die Jesus in ihrem Leben gesucht haben. Die waren die Jünger Jesu, die am Osterabend hinter verschlossenen Türen saßen aus Angst vor den Juden und auch mit Schuldgefühlen, weil sie Jesus in seiner Not allein gelassen hatten. Was machte Jesus? Er öffnete ihnen die Türen und sagt, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich möchte mit euch etwas beginnen. Ihr sollt mein Werk fortsetzen. Damit öffnete er ihnen die Türen weit. Er ist die Tür. Das Bild, das Jesus hier benutzt, ist sehr einfach. Jeder kann es verstehen, denn jeder kennt Türen. Um in ein Haus zu gelangen, ist eine Tür unerlässlich. Wir alle gehen täglich durch Türen hindurch. Wir verlassen unsere Wohnungen am Morgen durch die Tür. Wir steigen in den Bus durch eine Tür und gehen in die Schule durch die Tür. Wir gehen nicht nur durch Türen, die in ein Haus führen, sondern auch durch Türen, die Räume miteinander verbinden. Im heutigen Evangelium ist an 2 Stellen von der Tür die Rede. Zunächst davon, dass der Hirt durch die Tür in die Schafstall geht. Wer aber auf andere Weise in den Schafstall eindringt, ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirt ist Jesus. Er will ganz direkt bei uns eintreten, in unserem Leben, in unser Herz. Er kommt nicht von hinten an uns heran, irgendwie versteckt oder hinterhältig, sondern ganz offen, ohne List und irgendwelche Tricks. Er spricht klare Worte. Er redet nicht um den heißen Brei herum. Zum Beispiel, wenn er sagt, dass er wie ein guter Hirt ist, dem die Schafe am Herzen liegen. Jesus liebt uns Menschen. Er gibt sogar sein Leben für uns. Er erwartet aber auch von denen, die sich von seiner Stimme rufen und führen lassen, dass sie ihm ganz nachfolgen, ohne Kompromisse, Halbherzigkeiten und Hintertürchen. Jesus kommt ganz offen und ehrlich auf uns zu, wie ein guter Hirt zu den Schafen. Mit unserem Herrn Jesus Christus öffnen sich unsere Herzenstüren füreinander und wir entdecken die vielen Schätze, die uns Gott bereitet hat. Jeder Teil dieser Erde, besonders der Mensch, ist ein Schatz, den wir entdecken und hüten können. In allem begegnet uns Gott, besonders in der Liebe. Die Liebe ist die mächtigste Tür. Mit Liebe öffnen sich Türen. Lassen wir Jesus in unserem Herzen wohnen, damit wir selber zu einer Tür werden
zu einer Tür, durch die andere Menschen Jesus finden können. Wir sind füreinander eine Tür zum Leben. Wir können füreinander so offen sein wie eine Tür, dass dahinter sich für uns und die anderen ein Raum auftut, der Leben, der atmen lässt, ja sogar glücklich macht. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann heißt dies, er ist der Maßstab für ein gutes Miteinander. Durch ihn wurde für uns Menschen eine Tür aufgetan, dass wir einander entdecken, als Menschen auf Gott hin unterwegs. So, meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Kinder, gerade in dieser Zeit, da wir mit Ellbogen die Türen öffnen, auf Abstand leben, unter dem Mundschutz ein Lächeln versuchen, dass wir Tür öffnen und offen halten füreinander, damit diese Zeit der Krise für uns alle eine Gelegenheit ist, menschlicher und achtsamer miteinander umzugehen. So, ich wünsche uns allen den Heiligen Geist, der einst durch verschlossene Türen zu den Aposteln kam, die Furcht hinwegnahm und die Herzen füreinander öffnet. Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Kinder, niemand auf dieser Welt hat Liebe so grenzenlos geschenkt wie Jesus Christus. Seine Liebe schließt die Liebe zu den Feinden ein. Seine Liebe geht bis in den Tod. Seine Liebe ist stärker als der Tod. Jesus ist die Tür der grenzenlosen Liebe. Wer durch diese Tür geht, geht ins volle, wahre, erfüllte Leben. So, Jesus ruft uns allen zu, heute am Welttag der geistlichen Berufung, in seiner Liebe zu bleiben und seine Liebe durch unser Wort und unsere Taten weiterzugeben. Amen. Ich glaube, Herr, dass du es bist, durch den wir sind und leben. Ich glaube auch, dass Jesus Christ für uns sich hingegeben. Ich glaube an den Heiligen Geist, der uns im Guten unterweist und uns zum Heile führet. Jesus, du bist die Tür zum Leben. Zu dir beten wir. Für alle, mit denen wir unser Zuhause teilen, gib uns die Kraft, damit wir uns das Leben nicht gegenseitig schwer machen, sondern Türen öffnen zu einem guten Miteinander. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten um geistliche und kirchliche Berufe. Rufe junge Menschen, sich auf dieses Abenteuer mit dir und für dich einzulassen und hilf uns dabei, sie zu ermutigen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Familien und Pfarrgemeinden,
dass sie ein guter Boden sind, auf dem geistliche Berufungen wachsen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die an Corona erkrankt sind und für alle, die Corona-Kranke pflegen und betreuen, stehe ihnen bei. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Verstorbenen, besonders für die verstorbenen Seelsorger, Missionare, Ordensschwestern und Ordensbrüder, dass sie der Hand Gottes ewig geborgen sein können. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Du Herr bist gekommen, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Dafür danken wir dir und preisen dich jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns beten. Herr unser Gott, gib, dass wir dir alle Zeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort, mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig bist du, großer Gott, heilig Herr Gott Zebaoth, Zeugen deiner Herrlichkeit, Himmel singt und Erde, Lob und Preis durch alle Zeit, dir, o höchster Werde, der da kommt vom ewigen Thron, er sei hochgepriesen, ewig sei dem Gottes Sohn, Ehr und Dank erwiesen. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung feiern wir, bis du kommst in Ewigkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich. Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns einst werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, Ordensleute und mit allen, die zum Dienst der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit dem heiligen Josef,
mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Beginn der Welt. Dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott allmächtige Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch Und mit deinem Geist. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dich zu empfangen. Auferstanden ist der gute Hirt. Er gab sein Leben für die Schafe. Er ist für seine Herde gestorben. Halleluja.
Lasset uns beten. Gott, du Hirt deines Volkes, sieh voll Huld auf deine Herde, die durch das kostbare Blut deines Sohnes erkauft ist. Bleibe bei ihr und führe sie auf die Weide des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, am kommenden Sonntag, Muttertag, können wieder einige erste öffentliche Messe gefeiert werden. Endlich darüber können wir uns wirklich freuen. Aber das ist eine Art Experiment und geschieht erstmal in eingeschränkter Weise. Denn es können nur wenige Plätze vergeben werden. Auch kann es sonntags noch nicht gleich in allen Kirchen beginnen. Für weitere Informationen können Sie im Pfarrbüro den Newsletter bestellen. Kommenden Sonntag streamen wir die Heilige Messe voraussichtlich aus St. Agatha. Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Alexandra Grabasch für seine Zeit, die er jede Woche in die Gestaltung unserer YouTube-Messen investiert. Ich bedanke mich bei unserem heutigen Lektor Otto Höhr. Ich danke unseren Küstern Gregor Schröder und Uschi Strauß und Kantor Martin Außem für die Bereitstellung der schönen Musikdateien. Schön, dass Sie mit uns zusammen diese Messe gefeiert und gebetet haben. Dafür danke ich Ihnen allen ganz herzlich. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine gute Woche. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Amen. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind, durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja.